Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das heutige Video wird ein besonderes werden, denn es ist in Zusammenarbeit mit euch entstanden. Ich habe euch ja vor ein paar Tagen gefragt, welche Ratschläge ihr eurem früheren Ich geben würdet, also bezüglich Hautpflege, wenn ihr die Möglichkeit dazu hättet. Und natürlich habe auch ich mir Gedanken zu diesen Ratschlägen gemacht. Ich habe selber meine persönlichen Ratschläge notiert und diese Ratschläge mit euren abgeglichen. Ihr habt mir auf Instagram über 150 Kommentare geschrieben und auch auf YouTube im Community-Tab sind einige Kommentare und Ratschläge zusammengekommen. Deswegen habt bitte Verständnis dafür, dass ich nicht alle davon in dieses Video mit reinnehmen kann. Aber ich habe versucht, mich auf diejenigen zu konzentrieren, die am häufigsten genannt wurden. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich dieses Video überhaupt mache, wenn man denn diese Erfahrungen bereits erlebt hat und daraus gelernt hat. Ich persönlich finde, dass natürlich eine Entwicklung ein Prozess ist und dass man aus seinen Fehlern lernen sollte. Aber es gibt einfach Fehler, die die Hautgesundheit negativ beeinflussen. Und ich bin der Meinung, diese Fehler muss man nicht unbedingt machen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass jüngere Generationen, die eventuell mit den Informationen im Internet nicht so gut zurechtkommen können oder die gerade erst mit ihrer Hautpflegereise anfangen oder mit ihrer Haut strugglen, dass diese Menschen oder vielleicht auch nur eine Handvoll dieser Menschen dieses Video sieht und nicht die gleichen Fehler auf Kosten der Hautgesundheit, aber auch der mentalen Gesundheit macht. Ein Ratschlag, der sehr, sehr häufig genannt wurde und der auch weit oben auf meiner Liste steht, ist: weniger ist mehr. Und das bezieht sich nicht per se auf bestimmte Hautpflegeprodukte oder eine Hautpflegeroutine. Das heißt, ich will jetzt nicht pauschal sagen, dass eine Hautpflegeroutine mit 10 Produkten schlechter ist als eine Hautpflegeroutine mit 3 Produkten. Es kommt ganz auf eure Hautbedürfnisse an und wie ihr mit dieser Routine zurechtkommt. Aber das bezieht sich hauptsächlich auf Actives. Ich kann mich noch erinnern, dass ich am Anfang meiner Hautpflegereise, die jetzt mittlerweile schon über 10 Jahre her ist, super viele Actives miteinander und vor allem alles auf einmal kombiniert habe und meine Hautbarriere geschädigt habe. Es gibt einfach Inhaltsstoffe, die nicht nur Vorteile für die Haut haben, sondern die die Haut auch reizen können. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Retinoide, wie Retinol oder aber auch Ascorbinsäure, vor allem wenn sie in einem Produkt verarbeitet wird, das einen relativ niedrigen bzw. sauren pH-Wert hat, oder aber auch Glykolsäure. Vieles hängt auch von der Konzentration ab und wie man diese Sachen miteinander kombiniert, aber ich würde wirklich allen empfehlen, die gerade erst mit ihrer Skincare-Reise anfangen, möglichst langsam zu starten, denn man darf nicht vergessen, dass man natürlich auch innerhalb seiner Hautpflegeroutine immer Produkte hinzufügen kann, aber es wird schwieriger, wenn man bereits super viel drin hat: Ascorbinsäure, Retinol, Glykolsäure, vielleicht noch 20% Niacinamid, da dann rauszufinden, welches Produkt eben zum Beispiel Hautprobleme verursacht hat oder die Haut gereizt hat. Deswegen mache ich das mittlerweile auch so, dass wenn ich Produkte teste, dass ich sie einzeln in meine Basic-Hautpflegeroutine integriere und dann akribisch ein Skincare-Tagebuch führe, um einfach herauszufinden, welchen Effekt dieses Produkt auf meine Haut hat und ob meine Haut dieses Produkt verträgt. Denn in Bezug auf bestimmte Actives und auch gewisse Konzentrationen ist weniger tatsächlich mehr. Denn die Hautbarriere ist super, super wichtig, um die Haut geschmeidig zu halten, um sie auch gesund zu halten, denn eine geschädigte Haut ist natürlich auch deutlich anfälliger für Entzündungen, weil ja auch Mikroorganismen schneller in die Haut eindringen können, und dementsprechend steht dieser Ratschlag auch bei mir ganz oben auf meiner Liste. Und wenn wir schon mal beim Thema Hautbarriere sind, dieser Ratschlag kann so einen krassen Unterschied machen, wird aber sträflichst vernachlässigt.
Denn wie ich es euch bereits gesagt habe, habe ich früher extrem viele Actives auf einmal verwendet und nicht darauf geachtet, wie ich sie kombiniere. Und dann war ich auch noch extrem ungeduldig. Also das sind alles Faktoren, die jetzt nicht sonderlich zuträglich sind für die Hautbarriere. Und ich musste dann einfach irgendwann meine eigenen Erfahrungen machen und feststellen, dass das nicht gut für meine Haut war und dass die Hautbarriere stark strapaziert wurde. Und ich musste auch sehr viel Zeit aufwenden, um das Ganze wieder aufzubauen. Dementsprechend kann ich euch nur den Tipp geben, auf eure Haut zu achten und eure Routine entsprechend der Bedürfnisse anzupassen. Denn die persönlichen Hautbedürfnisse, die ändern sich natürlich auch in gewissen Abständen und es ist sehr, sehr hilfreich, eine gewisse Basisroutine zu haben, also einen Reiniger, den ihr gerne benutzt und eine Sonnencreme, die ihr gerne benutzt und alles, was ihr dazwischen packt, sollte zu euren persönlichen Hautbedürfnissen passen, denn die Wünsche, die wir manchmal im Kopf haben, also zumindest auch in der Theorie, die passen oftmals gar nicht zu unseren Hautbedürfnissen oder zu unserer Haut. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass eine geschädigte Hautbarriere oder eine strapazierte Hautbarriere sich darin äußert, dass die Haut sich extrem gereizt anfühlt, dass sie spannt, dass sie auf äußere Einflüsse stärker reagiert als sonst, also dass selbst eine Berührung der Haut unangenehm ist, dass sie vielleicht auch unregelmäßig gerötet ist. Das sind so meine persönlichen Anzeichen für eine geschädigte Hautbarriere und dann mache ich das auch so, dass ich meine Routine anpasse, wenn ich wieder merke, okay, irgendwas geht gerade wieder mit meiner Haut ab. Dann nehme ich alle Peelings, die ich verwende, aus meiner Routine raus. Ich nehme Retinoide aus meiner Routine raus. Ich nehme meine Acelainsäure aus meiner Routine raus und kümmere mich wirklich nur darum, wieder meine Hautbarriere aufzubauen. Das heißt, ich verwende Produkte, die ich auch bereits kenne und von denen ich weiß, dass sie für meine Haut funktionieren und die beruhigende Inhaltsstoffe enthalten, wie zum Beispiel Ectoin oder Panthenol und die auch barrierestärkende Inhaltsstoffe enthalten, wie beispielsweise Ceramide. Und diese Routine behalte ich so lange bei, bis meine Hautbarriere sich wieder regeneriert hat. Und ich sage euch, das macht so einen krassen Unterschied, wenn die Hautbarriere sich wieder regeneriert hat. Denn so kann die Haut auch mit anderen Hautpflegeprodukten besser zurechtkommen, kann diese besser aufnehmen und reagiert nicht ständig gereizt auf die kleinsten Dinge. Dann kann ich beispielsweise auch wieder meine chemischen Peelings benutzen. Also ich verwende 1- bis 2-mal die Woche ein Milchsäure-Peeling beispielsweise und ich benutze fast jeden Tag Acelainsäure. Wenn meine Haut natürlich gerade strapaziert ist, dann nehme ich das raus, aber wenn ich merke, okay, das hat sich alles wieder regeneriert, das hat sich alles wieder gestärkt, dann kann ich natürlich diese Produkte wieder in meine Routine integrieren und von den Vorteilen dieser Produkte profitieren, anstatt dass ich diese Nachteile irgendwie wieder, wisst ihr, ausgleichen und ausbessern muss, denn es gibt ja, wie gesagt, einfach Inhaltsstoffe, die super viele Vorteile für die Haut mit sich bringen, aber die auch ein paar Nachteile haben können, indem sie die Haut reizen. Und es ist natürlich schöner, wenn man eher was von den Vorteilen hat. Und dafür ist eine intakte Hautbarriere immens wichtig. Sanft zu seiner Haut zu sein bedeutet nicht nur auf eine milde Hautpflegeroutine zu setzen und möglichst reizarme Produkte zu benutzen, denn das sind natürlich alles Basics, über die ich schon sehr, sehr oft gesprochen habe und zu denen ich schon super viele Videos gemacht habe. Ich habe in meinem Buch darüber geschrieben, ich habe auf meinem Blog darüber geschrieben, sondern es bedeutet auch, sanft zu sich selbst zu sein und anzuerkennen, dass der Körper kein starres Gebilde ist und dass man nicht alles unter Kontrolle haben kann. Man kann eine milde Hautpflegeroutine haben, man kann einen ausgewogenen Lebensstil haben, man kann auf seine Ernährung achten, man kann regelmäßig zum Kosmetiker oder zur Kosmetikerin gehen, regelmäßig zum Hautkrebs-Screening gehen, was weiß ich alles, aber das bedeutet nicht, dass man nie wieder einen Pickel bekommt, dass die Falten plötzlich verschwinden, dass die Hauttextur plötzlich komplett weg ist, dass die Poren komplett weg sind und dass man die perfekte Haut damit erreicht, denn man kann nicht alles beeinflussen. Wir können unser Bestes geben, wenn wir wollen, wenn wir das möchten, wenn wir uns damit wohlfühlen, aber ich glaube, dieses Bild von perfekter Haut sollte man irgendwie aus seinen Gedanken vertreiben und versuchen, an den Punkt zu kommen, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt. Denn meiner Meinung nach ist die beste Haut
diejenige Haut, in der man sich wohlfühlt. Und ich kann ganz stolz sagen, dass ich mittlerweile an diesem Punkt bin. Viele von euch fragen mich regelmäßig nach Beispiel Skincare-Routinen für individuelle Hautbedürfnisse. Und so sehr ich das liebe und auch wahnsinnig gern Hautpflegeberatungen in der Drogerie gemacht habe, darf man nicht vergessen, dass das reine Orientierungshilfen sind. Das heißt, ihr dürft euch von Beispiel Skincare-Routinen nicht 1:1 die gleichen Ergebnisse erwarten, wie ihr sie beispielsweise bei der entsprechenden Person seht. Denn dann werdet ihr extrem frustriert sein und wirklich sehr, sehr oft enttäuscht werden. Denn die Hautbedürfnisse sind sehr, sehr individuell und man kann diese ganzen kleinen Aspekte nicht in jedes Video einbeziehen oder jedes einzelne Content-Piece einbeziehen. Denn ansonsten würden all unsere Videos auf YouTube oder Social Media nur aus Disclaimern bestehen. Deshalb lasst euch inspirieren, habt Spaß dabei, genießt den Content, der euch bereitgestellt wird, aber erhofft euch bitte nicht 1:1 die gleichen Ergebnisse, wie sie euch bestimmte Content-Ersteller oder Erstellerinnen präsentieren, nur weil ihr genau diese Haut haben möchtet oder genau dieses Ergebnis einer komplett anderen Person erzielen wollt. Denn wir haben, wie gesagt, alle verschiedene Präferenzen. Da spielt natürlich auch die Genetik mit rein und auch der Lebensstil. Das sind alles super wichtige Aspekte, die natürlich oft nicht erwähnt werden, aber die man einfach nicht vergessen darf. Dementsprechend ist es auch der allererste Schritt und der wichtigste Schritt, bevor man sich eine Hautpflegeroutine aufbaut, zu evaluieren, welche Hautbedürfnisse man überhaupt hat und was man sich von der Hautpflegeroutine wünscht. Denn nur so könnt ihr zumindest in der Theorie schon mal einen Fahrplan erstellen und schauen, welche Produkte rausfallen. Das heißt, ihr spart euch auch noch einiges an Geld, wenn ihr vorab wisst, was zu eurer Haut passt und was ihr erreichen möchtet. Apropos Inspiration, vieles, das man auf Social Media sieht, ist unerreichbar, weil es schlichtweg fake ist. Und das ist ein Tipp bzw. Ratschlag, den ich mir arg gewünscht hätte, denn damals wusste ich nicht um die Existenz von Skinfiltern. Also Filter, die die komplette Haut verändern, die sie glatt machen, die die Hauttextur eliminieren, die die Knochenstruktur verändern und die einfach das komplette Gesicht wie eine Wand aussehen lassen. Das ist etwas, das man in der Realität nicht schaffen kann und das man sich definitiv nicht als Ziel setzen sollte. Denn Hauttextur ist normal bzw. menschlich, Poren sind menschlich, Fältchen sind menschlich. Klar muss niemand damit leben, also man kann immer irgendwas verbessern, wenn man sich damit unwohl fühlt, solange man es für sich macht. Aber diese Skinfilter zum Ziel zu nehmen, seine Haut genau so aussehen zu lassen, das ist etwas, was man nie im Leben erreichen wird, weil es nicht real ist. Und deshalb zeige ich euch das auch nochmal an mir selbst, einfach nur um so einen kleinen Reality-Check zu machen. So sieht mein Gesicht gänzlich ohne Skinfilter aus und so sieht meine Haut mit einem Skinfilter drüber aus. Ich denke, der Unterschied ist deutlich wahrnehmbar. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen, aber wo sind die Poren? Wo ist die Hauttextur? Ich finde es ja wirklich besonders krass, dass das in meine Filmkamera integriert ist. Also das ist jetzt kein Skinfilter auf Instagram oder auf meinem Handy, sondern ein Skinfilter in meiner Kamera. Dieser Ratschlag macht mich wirklich extrem emotional und das liegt unter anderem daran, dass super viele von euch ihn erwähnt haben und weil ich mich auch zu 100% darin wiederfinden kann, denn ich wurde als Teenager wegen meiner gering pigmentierten Haut gemobbt. Mir wurde immer wieder gesagt, ich sehe aus wie ein Weißbrot, ich sehe aus wie ein Vampir, wie ein Zombie und das nicht nur als Teenager, sondern auch später in meinem Arbeitsumfeld. Von ehemaligen Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen durfte ich mir sehr oft solche Dinge anhören, dass ich mein Solarium gehen soll. Ich bin zu hell, ich sehe krank aus, ich soll mal zum Arzt gehen. Solche Dinge und das nur aufgrund meiner gering pigmentierten Haut. Und dementsprechend bin ich halt als Teenie zweimal im Solarium gewesen und musste feststellen, dass
ja, meine Haut nicht so reagiert wie bei anderen Menschen. Also sie war extrem gereizt, von stärkerer Pigmentierung keine Spur, sie war gerötet, ich hatte Sonnenbrand und mit dem heutigen Wissen, ja, hätte ich das wahrscheinlich anders gemacht, denn ich habe ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Mir wurden mittlerweile einige Leberflecken entfernt, weil sie problematisch aussahen und viele darunter sind auch unter Beobachtung. Das heißt, ich muss auch regelmäßig zum Hautkrebs-Screening gehen und es ist einfach Fakt, dass bereits ein Solariumbesuch das Hautkrebsrisiko erhöht im Vergleich zu einer Person, die noch nie im Solarium war. Und deshalb ist das etwas, das ich einfach gerne früher gewusst hätte. Und was mich auch heute noch verfolgt, also diese Abwertungen, die hören ja nicht auf, die hört man sich natürlich trotzdem an. Ich gehe mittlerweile anders damit um, weil ich weiß, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle und dass solche Abwertungen eher was über die Person aussagen, die diese Abwertungen von sich gibt. Das heißt, diese Person muss an sich arbeiten. Nicht ich muss an mir arbeiten, nicht ich muss mich verändern, sondern die Person, die eben solche Aussagen tätigt und ja, mich aufgrund meiner gering pigmentierten, aka blassen Haut versucht runterzumachen. Auch wenn ich den Eindruck habe, dass das heute ganz schön viel Input war, muss ich sagen, dass ich super, super happy bin, die Ratschläge nochmal zu äußern, zu verinnerlichen und Dinge Revue passieren zu lassen. Und ich finde es bemerkenswert, wie sehr sich unsere Erfahrungen decken. Also, dass ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt und dass ihr eurem früheren Ich auch ähnliche Ratschläge geben würdet. Dementsprechend würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dieses Video teilt, damit einfach noch mehr Menschen Zugriff auf diese Ratschläge abseits von du musst reizarme Hautpflege benutzen haben. Und wenn ihr eure Ratschläge oder persönlichen Erfahrungen nochmal unten in die Kommentare schreiben würdet, damit wir das alles gesammelt haben und damit natürlich auch möglichst viele Menschen Zugang dazu haben. Ich finde, das ist auch immer so ein wunderschönes Zeichen für unsere Community und ja, für all die tollen Menschen, die sich hier rumtreiben und die auch ja, ihre Erfahrungen gemacht haben und was sie daraus gelernt haben. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.